liebe Freunde unseres Kanals. Ja, wir hatten hier eine Woche lang ungefähr schwerste Unwetter mit Schnee. Ja, weiter oben, ja, gab es auch richtig viel davon. So 15, 20 Zentimeter gab es oben auf dem Pico. Ja, wir waren nicht oben, sondern haben uns in unserem Apartment etwas verbarrikadiert, weil das Wetter war wirklich nicht schön. Viel Wind, viel Regen, Hagel und so in Santa Cruz. Ja, aber das gibt uns jetzt Gelegenheit, ein kleines Update von unserem Haus zu präsentieren. Hier hat sich in der letzten Woche trotzdem einiges getan, weil die Handwerker, die konnten im Haus einiges machen. Ja, das Dach ist dicht. Das hat seinen ersten Test bestanden. Kein Wasser eingedrungen. Sehr, sehr schön. Ja, die elektrischen Leitungen, die Netzwerkkabel und so weiter sind noch nicht installiert, aber die Röhren dafür sind installiert. Elektroinstallation kommt demnächst. Die Innenisolation hier, die Wärmeisolation, die sollte, ja, nächste Woche sollte die anfangen. Das Material ist bereits auf der Insel angekommen. Am Dach selber hat sich nichts getan. Hier müssen halt noch die Seitenränder gemacht werden. Die werden sauber verputzt noch. Hier diese Stellen werden auch noch sauber verputzt werden. Oder na, ich weiß gar nicht genau, was da jetzt drauf kommt. Da müsste ich den Architekten noch mal fragen. Aber ja, ich will ihn diese Woche nicht so sehr malträtieren, weil er hat Covid und muss jetzt ein klein bisschen in Quarantäne bleiben. Er ist ein bisschen am Hüsteln, aber soweit geht es ihm gut. Alles Gute von unserer Seite. Ja, er ist bald wieder auf den Beinen. Ja, und diese Seitenteile, die ich euch gerade gezeigt habe, werden so sein wie dort hinten an diesem Haus. Dort kommen dann so halbrunde Steine wohl drauf. Oder nein, es wird so sein wie bei dem da hinten. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Halt so ein, ja, Randstein. Der wird dann natürlich auch noch bemalt in der Farbe der Außenisolation. Ja, und oben auf die Ecken, haben wir uns auch was Schönes einfallen lassen. Dort gibt es nämlich einen wunderschönen Abschlussstein. Das zeige ich euch, ja, das muss ich euch zeigen. Und auf diesen Abschluss kommt sowas hier. Eine schöne Idee. Ja, ich mag das. Judith mag das auch. Ja, das gibt doch einen schönen Touch. Ist Terrakotta. Ja, und dann können diese Tauben oben unser Dach bewachen. Ist doch schön. Ja, hier kommt dann der Kamin noch rein. Ja, das muss alles noch repariert werden. Oben kommt noch ein Loch rein für den Schornstein und so. Hier kommt der Kamin von unten hoch. Da kriegt dann oben ein Loch für den Kamin. Und hier auch ein Kamin, und das Rohr wird sich dann zuerst senkrecht und dann dem annähern und dann auch durchs Dach. Ja. Ja, die Leute haben das schon drauf. Ja, soweit hier oben. Eigentlich soweit gut. Die Arbeiter arbeiten jetzt 2 Tage nicht. Die sind auf einer Baustelle in Sechal. Aber ab nächste Woche Montag wird die Außenisolation gemacht und die Innenisolation weiter. Das wird dann hier alles verputzt, die Löcher werden geflickt und alles. Ja, aber erstmal muss der Elektriker halt fertig sein mit seiner Arbeit. Und soweit
es mir scheint, ist er damit fertig. Alle Röhren sind verlegt und auch schon verputzt. Ja, da kann man hier quasi mit anfangen. Gehen wir mal runter. Ja, hier sind immer noch die alten Sheets, die wir nicht verwenden wollen für diese Innenisolation dort unterm Dach. Ja, wir dachten, wir könnten da Geld sparen, aber nein, das machen wir jetzt nicht. Wir werden was Vernünftiges verwenden. Das ist einfach Styrofoam, ne? Nee. Da nehmen wir was anderes. Ja, und hier im Wohnzimmer. Ja, das kriegt schon ein schönes Bild. Oh, die Wände sind so cool. Oh, hier muss ich dann... Ah ja, das kriegt ja noch ein Finish. Weil hier ist immer noch so leichter Staub drauf, obwohl die gewaschen sind. Aber hier kommt noch ein Finish drauf. Schön. Blick auf unseren Wasserfall da hinten. Bitte. Ja, da oben dran und hier wird alles noch verputzt, Ja, hier ist die zentrale Stelle für alle Kabel. Arbeit. Aber die machen das gut. Ja. Das Schlafzimmer. Die Decke ist schon schön. Cool. Ja, hier kommt dann ja noch der Fußboden drauf. Ja, alles schon schön. Bin begeistert. Ja, hier sind auch schon Kaltwasserschläuche verlegt. Kaltwasseranschluss für den Kühlschrank. Ja, Stromanschluss für draußen, hier hinten in der Terrasse. Sehr schön. Stromanschlüsse hier. Noch ein separater Stromanschluss kommt hier hin. Der wird dann den kompletten Garten versorgen, weil hier kommt noch ein Kabel bis ganz da oben rauf, bis oben zur Straße. Die ersten Anschlüsse. Schön. Sehr cool. Ja, und das hier wird alles gar kein Problem werden, weil wir werden hier ja einen Holzboden installieren. Ja, und das Ganze wird dann natürlich noch so 6 cm hochrücken, ne? Das sieht von daher alles jetzt ein klein bisschen größer aus, als es im Endeffekt dann wird. Aber ja, 6 cm wird es noch höher gehen alles. Ja. Dann gehen wir noch mal runter. Schauen wir noch mal, was unten passiert ist.
Ja, hier werden jetzt noch Pipes verlegt für das Treppenlicht. Mal hier ins Bad schauen. Aha, aha, aha. Ja, kleines Bad, Dusche, WC, Waschbecken, fertig. Damit man nicht immer nach oben rennen muss. Schön. Ja, hier ist der Sicherungskasten für hier unten und der braucht etwas mehr Power als die anderen. Von daher werden wir hier auch wohl mit 3 Phasen arbeiten, weil hier unten kommt halt doch etwas Material rein, was Strom frisst. Aha, hier ist schon der besondere Zement, der dann für, ich nehme mal an, für die Außenisolation auch verwendet wird. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist das auch nur eine andere Zementart. Ich kenne mich da nicht so aus. Das hier ist 32,5 N, was das auch immer ist, und das ist MH19. Ich glaube, MH19 kenne ich sogar noch aus Deutschland. Ja, falls wir Fachleute haben, ja, schreibt mal in die Kommentare, was hier verwendet wurde. Limezement. Ah, Pflaster. Base Coat Pflaster. Ja, da haben wir es doch. Ach, das steht sogar auf Deutsch. Grundputz. Grundputz. Ja, damit kann ich was anfangen, ne? Lesen bildet. Ja, und das hier ist auch der Zement, den wir für den Wallberg verwendet haben. Oh, ich kann es kaum erwarten, hier endlich einzuziehen, ne? Und die ersten Streams von hier aus zu machen. Oh Mann, das wird so cool, Leute. Das wird so cool. Ja, das ist es eigentlich soweit. Erstmal hier von uns, von unserer Baustelle. Ich hoffe, euch gefallen unsere Videos immer noch, und wir werden noch viele für euch machen in den nächsten kommenden Jahrzehnten. Ja, soweit so gut, und ich würde sagen, bis zu unserem nächsten Video, Freunde. Bis später. Ciao.